Moin, heute sind wir hier mit Kuni noch im Harz. Wollten noch mal die Firma Drytech, die die Real Meal Nahrung macht, testen. Wir hatten hier schon mal ein Testvideo gemacht. Da ging es um verschiedene Marken. Hier geht es jetzt um eine Marke, die kommt aus Norwegen und zeichnet sich durch einen hohen Protein- und Energiegehalt aus. Kuni selber hat ja mit solchen Sachen auch sehr viel Erfahrung, hat sich bereitgestellt, die mal mitzutesten. Gut, machen wir uns mal das erste Foodpack fertig. Was möchtest du? Wähl aus. Vielleicht sollten wir uns das, was du am leckersten meinst, für zum Schluss aufheben. Beziehungsweise das Müsli ganz zum Schluss. Ja, dann fangen wir mit der Pasta an. Und dann kannst du es auch wieder verschließen. Darf ich den mal ganz frech da drauflegen? Ja, klar. Kannst du es gleich wieder verschließen. Guck mal, wie gut du es verschließen kannst, weil das finde ich auch mal wichtig. Ja. Weil das hatten wir zum Beispiel unter anderem auch bei Tactical Foodpack, dass es manchmal gar nicht so gut verschlossen war. Habe ich noch nie gehabt, die Probleme. Nee? Nee. Und das hier geht 1A. Also das Ding ist normalerweise, nur mal so zum Film, ich finde, es sieht eher aus wie ein Linseneintopf. Aber das ist ja egal. Normalerweise kann man das ja jetzt direkt aus der Tüte essen. Wir wollen das natürlich jetzt teilen und dementsprechend machen wir uns das auf den Teller. Also ich möchte gleich ganz kurz dazu sagen, es ist eigentlich völlig egal, wie es aussieht. Es muss funktionieren und schmecken. Ja. Das ist mein Ansatz. Also es ist doch noch al dente fast. Das ist nicht matschig. Nee. Ist gut. Und da muss man sagen, der große Unterschied bei Real Field Meal, dass sie sich darum kümmern, dass man genug Kalorien aufnimmt und auch noch Proteine hat. Also man hat in so einer Packung ca. 700 Kalorien, also mehr als alles, was wir davor getestet haben. Und man hat auch immer, ich weiß es nicht, 15 bis 20 Gramm Proteine. Ist das vegan? Das ist sogar vegan, was wir jetzt hier haben. Muss ich sagen. Also, Und was man auch sagen muss, warme Mahlzeit ist halt immer warme Mahlzeit. Ne? Ja. Also wir haben jetzt hier nasse Füße, wir haben im Nebel rumgestanden und ganz ehrlich, es gibt kaum was Besseres als was Warmes. Und wenn es dann auch noch schmeckt, mega. ich kann jetzt schon sagen, ich bin überrascht. Ich hätte gerade bei Pasta bin ich immer skeptisch, weil die meistens oft so matschig wird. Draußen schmeckt eh alles besser. Klar, wahrscheinlich würdest du es dir nicht zu Hause kochen und dich dann hinsetzen und denken, boah, ist das lecker. Kein Geschirr zu Hause, aber 15 Minuten Hüten und ein Löffel. Ja. Nee, das gibt's noch. Kuni, was hast du? Das Ding mitten in Schottland, durchgefroren, abends, Wahnsinn. So, So, jetzt bin ich sehr skeptisch. Mal ein bisschen abkühlen lassen hier. Ich hätte schon mal Krümel tragen können. Das war noch nicht so ganz durch. Ich habe das richtig durchgerührt. ist für mich jetzt kein richtiges Chili. Ist aber auch, weil Chili ist ja Chili con Carne, das ist nur mal mit Fleisch. Das ist ein bisschen wenig. Das muss man schon sagen. Wenn du mal wirklich merkst, dann hast du auf der Zunge so eine leichte, pikante Ich Note. würde schon sagen, das ist krümelig. Ja? Das ist ein bisschen krümelig. Ja. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob das Fleisch ist. Weil es ist auch sehr breiig, so ein bisschen wie Kartoffelbrei. Und die Bohnen hätten noch 2 Minuten länger gekonnt. Das kann sein. Das, was ich So kaputte Bohnen. an den Nudeln gut fand, dass die noch ein bisschen al dente fast waren. Dass sie nicht einfach nur im Brei sind. Das muss ich jetzt bemängeln an den Bohnen. Die müssten ein bisschen weicher sein. Aber das liegt wahrscheinlich an uns. Wenn wir es jetzt noch eine Minute länger drin gehabt hätten. Vielleicht. Ne? Trotzdem muss ich sagen, es hat Geschmack. Man kann das essen. Chili ist immer so eine Sache. Ich würde jetzt die Nudeln wahrscheinlich vorziehen. Also ich wollte gerade sagen, es ist okay, mich holt es jetzt nicht so ab. Ich glaube, die Nudeln würde ich mir auf jeden Fall holen. So. Nee, also geruchstechnisch Ist gut, ne? ist es mal was anderes. Es riecht nicht wie vielfältig, Nahrung riecht ähnlich. Muss halt, genau, vielfältig Nahrung riecht ähnlich und im Kopf behalten, das ist halt Instant Food, ne? Yes. Also mir schmeckt es besser als das Chili. Also für Fertigfleisch oder getrocknetes Fleisch, das sich dann mit Wasser füllt, fand ich es okay. Aber das ist eh immer ein Problem, Fleisch. Ich finde es super. Also Es könnte ein Schnuff würziger sein, könnte ein bisschen mehr Pep haben, aber da musst du halt immer aufpassen. Ne? Viele Leute können das nicht, wollen das nicht. aber das hier könnte ich mir besser mit einem Stück Brot vorstellen als das Chili eben. Konsistenz, also Textur ist auch besser. Was ich wieder gut finde. Und hier finde ich es wieder gut.
Der Reis ist kein Matschreis. Ja. Ne, du hast wirklich das Gefühl, dass das Reis ist. Absolut. Mein Favorit aber bisher wirklich die Pasta. Ja. Also meiner. Komischerweise, ich würde das nehmen, Mhm. dann die Pasta und dann das. Der Reis war gut. Ich fand es geschmacklich absolut in Ordnung. Ja. Auch das Fleisch fand ich von der Konsistenz in Ordnung. Ja. Und Solide. absolut, also wie wir schon hatten, Chili würde ich mitnehmen, aber wenn ich das 3 kenne, nur die 3 zur Auswahl hätte, dann würde ich mir davon 2, 3 Packungen mitnehmen, 2, 3 Nudelpackungen und dann ist gut. 100%. Ja, erstes Fazit. Insgesamt kann man, glaube ich, von der Firma sagen, dass es gut ist. Ja. Also völlig egal, auch wenn wir jetzt über das Chili irgendwie gesagt haben, dass es nicht so unser Ding ist, würde ich sagen, insgesamt die Firma hat mich auf jeden Fall überzeugt. Davon kann ich auf jeden Fall sprechen. Ich bin kein Nudelesser. Jeder, der mich privat kennt, weiß, dass ich im Alltag Nudeln, ich möchte nicht sagen verabscheue, aber hier die Nudeln, die Pasta, das war wirklich richtig gut. Ist auch mein favoriertes Meal tatsächlich. Danach das Tikka Masala und dann das Chili. Auch das Chili, um das nochmal komplett einzuordnen, war jetzt nicht so, dass man es nicht essen kann. Aber wenn ich die 3 Gerichte kenne, würde ich mir das Tikka Masala holen und die Nudeln. Pasta. Ja. Würde ich auch. Und auch von den, also ich finde auch, müssen wir mal zu dem anderen Vergleichsvideo vielleicht sagen, generell Packmaß, hast du auch schon gesagt, Viel besser. ist Knaller, weil es ist halt vakuumverschweißt, wenn man jetzt mal überlegt, das ist nachher so klein und dann habe ich wirklich nur so kleine Packungen, das ist schon mal super. Es wiegt nichts, das wiegen die alle nicht. 700 Kalorien. 700 Kalorien, damit ist das weit über all denen, die wir bisher getestet haben. Da hatten wir, glaube ich, maximal 500, bin ich der Meinung. 560 hat irgendwie- Irgendwas, ne? Aber das ist mit 700 im Schnitt, ist das einfach weit drüber. Und was ich halt wichtig finde, das ist, fehlt bei den meisten anderen, Proteine. Du kriegst Ja. Proteine mitgeliefert, egal wie sie die da jetzt reingedrückt haben. Aber du kriegst sie mitgeliefert, was, wenn du viel unterwegs bist und viel machst, auch immer nicht verkehrt ist. Und dann auch, ich finde, geschmacklich, das konnte man alles essen. Da war jetzt nichts, wovon du gesagt hast, total verriss oder sowas. Ist alles in Ordnung. Ja. Ich bin dabei völlig bei dir. Die Nudeln, wobei ich da ja immer, habe ich gesagt, denke, Mensch, das meiste ist breiig, waren in Ordnung, waren eher al dente, Reis war in Ordnung, alles toll. Aber jetzt, haben wir ja schon gesagt, wir haben noch was ganz Besonderes mit. Und jetzt wird es richtig spannend. Mal gucken, Kuni hasst Porridge in diesen Packungen. Genau, in diesen Packungen. Und kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass ein Blaubeermüsli mit Vanille, mit kaltem Wasser aufgegossen, auch nur annähernd etwas werden könnte. Er hat mich gefragt, ob er seine Meinung offen kundtun darf. Da habe ich gesagt, dafür ist er ja hier. Und ich habe auch gesagt, und wenn wir beide nachher hinter der Hütte sitzen und uns erbrechen, dann ist dem so. Wir testen für euch Blaubeermüsli Aber kaltes Wasser. in Pulverform, Vanillegeschmack mit Wasser. Ja. Ich nehme freiwillig weniger, dann könnt ihr euch satt essen. Also es riecht wie Müsli. Das riecht wie Müsli. Es sieht aus ein bisschen wild. Ja, es sieht aus wie Müsli mit viel. Habt ihr da mal was? Aber ich mach mal hier Ja, mach ein mal. bisschen Müsli. Lass mal. Also es ist kein Tactical Food Pack Porridge. Nee, es ist besser. Und um ganz ehrlich zu sein, schmeckt es einfach wie selber gemacht. Nimm mal schmeckt- dickes. Hm? Nimm mal dickes. Warum? Ich esse das. Geil. Finde ich super. Also ich sage, Ich bin aber auch ein Müsli-Freund. So. da hätte ich mir auch selber ein bisschen Haferflocken, Müsli, Crunchy mitnehmen können und hätte das mit Wasser irgendwie verdünnt, weil die Milch schmecke ich jetzt nicht wirklich raus. Ja, aber Aber es ist es vom geht Geschmack echt trotzdem, okay. ne? Nein, Es ist geht auch okay. von diesem Milchpulver her geht's auch, finde ich sogar. Doch, Also ist ein solides Frühstück. Positiv überrascht, auf jeden Fall. hätte ich nicht gedacht. Du kannst ja auch sagen, ich mache mir ein bisschen weniger Wasser rein, dann hast du nicht so viel Flüssigkeit. Ja, auch die Mischung zwischen, also es ist nicht zu süß. Ja, es hält sich in Grenzen. Gut, ich weiß nicht, wie viele Blaubeeren ihr hattet. Alle. Ja, Also, weil ich habe ja eine, die schwimmt ja noch. ich weiß nicht, wie viel Blaubeeren ihr hattet. Ja. Also das ist das Einzige, was ich dazu sagen muss. Also, das Ding wirbt mit Blaubeermüsli mit Vanillegeschmack. Vanille schmeckst du ganz zart im Hintergrund. Also, wenn du es weißt, schmeckst du sie. Ich glaube, wenn du nicht wüsstest, dass Vanillegeschmack drin ist, würdest du es wahrscheinlich gar nicht bemerken. Ich denke, das ist Zucker. Also Genau. ich habe es auch nicht gewusst gerade. Und Blaubeeren, also wenn Benedikt alle hatte, herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, Beeren ist hier sowieso nicht, also
so eine Beere schmecke ich hier nicht raus. Ja, Kuni, Fazit. Solide, also wirklich durchweg solide. Selbst das Frühstück, und da bin ich wirklich bei den ganzen Tracking-Nahrungen, die es gibt, ohne jetzt eine Marke zu nennen, absolut gar kein Freund von. Nee. Finde ich teilweise wirklich widerlich, muss ich ehrlich so sagen. Das war echt okay, weil es wirklich gefühlt natürliche Zutaten sind, also einfach nur Müsli, vielleicht 1, 2 Beeren, die wahrscheinlich Benedikt hatte, und ein bisschen Wasser. Das war echt okay. Durch die Bank weg guter Geschmack. Ja, Nichts dabei, was nicht geschmeckt hat. ich finde auch, also klar, man hat dann seine Favoriten, aber es ist bei jedem Essen wahrscheinlich so. Aber wir haben nichts, was man eigentlich gar nicht wollte, nichts, wo man nachher gesagt hätte, oh nee. Also ja, dann aber auch mit dem Vergleich, Verpackung, Ja. top, also echt minimalistisch. Und dann, was man kriegt für den Preis, das kostet ungefähr so viel wie die anderen gehobenen Foodpacks. Ja, kostet ungefähr das gleiche und ist aber von der Leistung, also wirklich von Proteinen, von Kohlenhydraten, Kalorien, doch sehr weit oben und sehr weit drüber. Ja. Und ich bin auch echt gesättigt. Also so vom Ja. Gefühl auch. Ich bin. Ja, wir haben praktisch zu 4 Mahlzeiten gegessen. Ne? Ja. Also 3 warme und das Müsli und ja, jetzt ist man satt. Und daher, wenn man dann überlegt, es wäre jetzt eine Mahlzeit ja pro Nase, Genau. dann würde man sagen, okay, das Okay. passt und ist gut. Und wie du selber sagtest, wenn man jetzt vielleicht noch ein Stück Brot oder sowas hat, dann das mit reintunken, ist das eigentlich schon top. Das ist eine solide Sache, ja. Ja. Definitiv. Ja, also erstmal wahrscheinlich Empfehlung, probiert das mal aus. Wir fanden es nicht schlecht. Wir fanden es auch alle 4 nicht schlecht. Die haben sie jetzt nicht vor der Kamera, aber haben auch gesagt, es war alles solide. Und man kriegt eigentlich recht viel geboten dafür. Ja, 100%. Also, dann für eure nächste Tracking-Reise. Bis zum nächsten Mal.